Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Video dreht sich um die wertvollste Währung der Welt, wie sie jeder von uns verdienen kann und was man tun muss, um mit ihr handeln zu können. Was das alles nun mit euch persönlich und mit der Geschichte eines kleinen Jungen zu tun hat, erfährt ihr gleich. Bleibt also dran. Was ist wohl die wertvollste Währung unseres Planeten? Ist es der US-Dollar oder doch der Euro? Vielleicht ist es aber auch Gold oder Platin. Zum Glück ist es keine dieser Zahlungsmittel, denn die absolut wertvollste Währung dieser Welt ist mit Abstand das Humankapital. Ihr werdet euch jetzt fragen, das Human was? Aber ihr habt richtig gehört. Das wertvollste Zahlungsmittel der Welt ist euer eigenes Humankapital. Um euch diese ganz spezielle Thematik zu erläutern, möchte ich euch vorerst eine wahre Geschichte erzählen, die auch wirklich so passiert ist. Diese Geschichte handelt von einem kleinen Jungen, der 10 Jahre alt ist. Ursprünglich wuchs er mit seinen 3 Schwestern bei seiner Mutter und seinem Stiefvater auf. Unglücklicherweise war dieser Stiefvater aber alkoholkrank und extrem gewalttätig und so kam es, dass er regelmäßig den kleinen Jungen und seine 3 Schwestern verprügelte. Teilweise waren diese Schläge aber so dermaßen heftig, dass der kleine Junge ins Krankenhaus gebracht werden musste. Einmal ein gebrochenes Bein, ein andermal blaue Flecken oder die Striemen am Rücken, die von den Schlägen eines Ledergürtels des Stiefvaters kamen. Und so weiter und so weiter. Irgendwann aber glaubten die Ärzte und Schwestern im Krankenhaus nicht mehr, dass es sich bei den Verletzungen um Unfälle handelte und schalteten die Polizei und die Fürsorge ein. Das Resultat? Das Resultat daraus war, dass alle 4 Kinder in ein Heim kamen. Die Mädchen in ein Mädchenheim und der Junge in ein anderes, weit weg von zu Hause. Bis hierhin ist die Geschichte noch nichts Besonderes, denn leider passiert so ein Schicksal weiterhin täglich. Aber was sie von vielen anderen unterscheidet, folgt jetzt. Als die nächsten Weihnachten dann vor der Tür standen, wurde es in diesem Heim, in der sich der kleine Junge noch immer befand, richtig lebhaft. Alle Kinder machten sich bereit, um von ihren Eltern an Heiligabend abgeholt zu werden. Und so kam es auch. Alle Kinder wurden von ihren Eltern abgeholt, nur unser kleiner Junge nicht. Traurig davon, weil er nicht wusste, was eigentlich geschah, dass ihn niemand abholte, wollte er sich an einen Erzieher wenden, um zu verstehen, was da passiert war und wo seine Schuld lag, obwohl er keine hatte. Als er sich dem Büro aber näherte, hörte er, wie sich die 2 Erzieher über ihn unterhielten und merklich sauer waren, dass sie allein wegen ihn an Heiligabend Dienst machen mussten und nicht bei ihren eigenen Familien sein konnten. Dabei hörte der kleine Junge Dinge, die die beiden Erzieher über ihn sagten, wie: Was hat das Kind wohl getan, dass es keiner mag? Oder: Seltsam. Aber nicht einmal seine eigenen Eltern wollen ihn zu Weihnachten haben. Aber das Schlimmste, was er hörte, war: Das Schicksal des Jungen ist bestimmt, er ist nichts, er kann nichts und er hat nichts. Der landet sicher eines Tages als Taugenichts und Obdachloser auf der Straße, wie viele andere vor ihm auch. Als der Junge diese Worte hörte, lief er in sein Zimmer, verkroch sich in der letzten Ecke und weinte. Er konnte einfach nicht verstehen, warum das Leben so unfair zu ihm war. Warum war er derjenige, der niemanden hatte und der alleine ohne eine Familie war? Ein paar Jahre später, als der kleine Junge dann 15 Jahre alt war und aus dem Heim entlassen wurde, hatte er weder eine Unterkunft noch Geld, nur eine Tüte voller Kleider und einzig und allein einen Hauptschulabschluss. Alle Chancen auf ein glückliches und zufriedenes Leben standen gegen ihn. Aber er hatte einen Plan und er hatte ein Ziel. Er würde sein Schicksal selbst bestimmen und war bereit, alles, was auch immer nötig war, dafür zu tun. Vielleicht hatte sein Stiefvater seinen Körper gebrochen und vielleicht die Erzieher im Heim sogar seine Seele. Aber er war sich sicher, dass es eines gibt, was niemand brechen konnte, nämlich seinen Willen. Und das ist, was ich vorhin mit Humankapital zum Ausdruck bringen wollte. Egal wie unfair das Leben ist, ganz egal, was man dir auch antut, oder du mal auch unverschuldet, wenn auch unverschuldet, zu Boden gehst, steh wieder auf, lerne daraus und verfolge dein Ziel. Es ist wichtig, dass du das lernst und auf dein Humankapital regelmäßig einzahlst. Ein guter Kämpfer ist nicht einer, der besonders schwere Schläge austeilen kann, sondern einer, der welche einsteckt und dennoch weitermacht und seine Träume und Ziele weiterhin verfolgt. Egal was kommt, wer oder was sich dir auch in den Weg stellt oder was andere auch immer über dich sagen. Es ist auch ganz egal, woher du kommst und welchen Bildungsstand du derzeit hast. Wenn du dich weiterbildest, stetig Neues dazulernst, dann erhöhst du automatisch dein Humankapitalkonto. Du brauchst keine speziellen Fähigkeiten oder ein bestimmtes Talent. Alles, was du brauchst, um erfolgreich zu sein, ist erlernbar.
Mit jedem neuen Buch, Tutorial oder Workshop wirst du einen immer höheren Bildungsstand erreichen und dein Humankapitalkonto, sprich dein Wert als Mensch, der wird steigen. Wenn du dich also weiterbildest, egal was deine derzeitige Startposition auch ist, wirst du einen besseren Job bekommen. Ein besserer Job bedeutet ein besseres Einkommen und dies wiederum sichert dir ein Leben voller Selbstzufriedenheit, Respekt und Achtung. Was bedeutet, wenn du dich weiterbildest, kannst du einfach nicht scheitern. Warum? Ganz einfach. Denn niemand ist, nachdem er ein Buch gelesen hat oder einen Workshop besucht hat, weniger wissend herausgekommen als zuvor. Nur ein kleines Beispiel. Sportler und Musiker trainieren und üben jeden Tag, um die Besten zu werden, also warum sollten angehende Verkäufer und Unternehmer nicht dasselbe tun? Alles, was du also machen musst, um im Beruf und somit auch in deinem privaten Leben selbst erfolgreich zu sein, ist dich dazu zu entschließen, diesen Weg auch zu gehen. Und denk daran, jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Und wenn du diesen machen willst und nicht richtig weißt, wie du dann weiterkommst, dann komm zu Unacom. Wir unterstützen dich dabei persönlich und du wirst garantiert erfolgreich sein, versprochen. Und ach ja, wenn du noch wissen willst, was schließlich aus diesem kleinen Jungen von damals im Heim geworden ist, dann kann ich dir es verraten. Er hat letztendlich sein Ziel erreicht und sitzt nun direkt vor dir. Bis zum nächsten Video, euer Bernhard Reiter.